Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch eine Strategie, um 4 Wolfsberg DLC-Trophäen auf einmal freizuschalten. Unter anderem schaltet ihr auf diese Weise die Trophäe Alpha, wofür ihr auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad spielen müsst, frei. Des Weiteren schaltet ihr noch die Trophäe Verdeckte Ausschaltung frei, wofür ihr nicht entdeckt werden dürft. Die dritte Trophäe, wo ihr auf diese Weise freischalten könnt, ist die Auf den Punkt Trophäe, wofür ihr nur Hitler und sonst niemanden ausschalten dürft. Zu guter Letzt erhaltet ihr noch, wenn es euer erster Run ist, die Rein- und Raus-Trophäe. An sich, um diese Strategie anwenden zu können, benötigt ihr nicht viel. Zum einen benötigt ihr nur den Startpunkt Aussichtspunkt am See und zu guter Letzt noch ein Gewehr mit nicht tödlicher Munition. Und das war schon alles. Und jetzt kann es direkt mit dem Gameplay losgehen. Sobald ihr dann gespawnt seid, kann der Spaß auch schon direkt losgehen. Hier beim Lagerfeuer geht es dann los und ihr seht schon, das HUD und vieles mehr fehlt, weil wir uns ja im authentischen Modus befinden. Sobald ihr dann hier ankommt, geht ihr hier links entlang und umlauft auf diese Weise die Wachen. Einen zusätzlichen Tipp, wo ich euch noch mitgeben kann, ist, dass ihr immer mal wieder speichern solltet. Ich mache das jetzt hier in diesem Beispiel nicht, aber es ist wirklich sehr hilfreich, also es kann extrem hilfreich für euch sein, wenn ihr mal zwischenzeitlich speichert, zum Beispiel jetzt hier, ihr habt jetzt den ersten Step geschafft, hier könnt ihr in Ruhe speichern, alles ist gut und solltet ihr jetzt entdeckt werden oder irgendwas passieren, was negativ für die Trophäenerreichung ist, dann springt ihr einfach zu dem Zeitpunkt, wo ihr gespeichert habt, zurück und alles ist gut. Sonst müsstet ihr ja wieder komplett neu anfangen und es wäre dann ein bisschen nervig natürlich. Sobald ihr dann hier angekommen seid, wird es schon etwas anspruchsvoller, da sich hier einige Gegner aufhalten. Da würde ich euch dann empfehlen, dass ihr es so macht wie ich hier, dass ihr das Gras nutzt und jetzt auch gleich dann diese Holzstapel. Vor uns, da wo wir jetzt gleich lang gehen werden, also in die Richtung, wo ich jetzt anvisiere kurz, da befinden sich 2 Gegner. Das sind die einzigen 2, die wir nicht tödlich ausschalten werden. Also ganz wichtig, dass ihr da bei dem Gewehr die nicht tödliche Munition ausrüstet, sonst ja, schaltet ihr letzten Endes schon mal die eine Trophäe nicht mehr frei, wo ihr ja nur Hitler töten dürft. Zusätzlicher Tipp ist, dass ihr mit dem Schulterwechsel immer mal wieder arbeitet, wenn ihr euch in Deckung befindet. Gerade als wir über rechts geschaut hatten, hätten wir den nicht sehen können, aber über links können wir ja an dem Holzstapel vorbeischauen und können dadurch den Gegner sehen. Zusätzlich würde ich euch empfehlen, dass ihr dann, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, mit Flaschen und anderen Gegenständen arbeitet, um die Gegner abzulenken. Dann jetzt hier angekommen, seht ihr es ja, da haben wir jetzt die 2 Kollegen stehen und jetzt müssen wir schauen, okay, der läuft jetzt weg und in dem Fall können wir dann auch den einen schon mal ausknipsen, sonst würde der andere das ja bemerken und dann die anderen alarmieren. Ein kleiner Tipp dazu ist noch, dass ihr wirklich den Kopf trefft, also nicht den Helm, sonst werdet ihr mehr Schüsse brauchen und der Gegner wird dann in diesem Fall alarmiert. Den Kollegen jetzt hier vor uns könnten wir jetzt auch mit einem schönen Kopfschuss ausschalten, aber wir machen es natürlich uns jetzt nicht unnötig schwerer, als es ist. Der läuft dann jetzt zu dem Transporter und in dem Fall machen wir dann mit Viereck den nicht tödlichen Takedown. Und jetzt heißt es erstmal ein bisschen abwarten. Das war's jetzt schon, also wir haben die halbe Strecke hinter uns und sobald ihr dann abgewartet habt, taucht Hitler auf und dann drückt ihr einmal bei dem Transporter Dreieck für die Cutscene und die Eliminierung. Solltet ihr euch für alle Hitler-Eliminierungen interessieren, habe ich da auch ein Video erstellt, das verlinke ich euch jetzt oben rechts im Video. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen nach diesem Video. Und das war jetzt schon die Eliminierung und in diesem Fall müssen wir jetzt nur noch von dieser Karte verschwinden, um die Trophäen freizuschalten. Einen zusätzlichen Tipp, wo ich euch noch geben kann, um eine weitere Trophäe in diesen einem Spieldurchlauf freischalten zu können, ist, dass ihr einen Speicherpunkt setzt, bevor ihr die Cutscene mit dem LKW auslöst. In diesem Fall könnt ihr dann noch die Trophäe, die Kronjuwelen freischalten, wofür ihr Hitler mit einem Hodentreffer ausschalten müsst. Sobald ihr dann hier angekommen seid, wird es nochmal ein bisschen spannend, weil sich ja hier die ganzen Gegner aufhalten. Da schaut ihr dann am besten nochmal mit dem Fernglas oder mit eurem Visier, wo die sich befinden. Das sieht man jetzt, hier sind ein paar, da könnt ihr jetzt beispielsweise auch nochmal Flaschen werfen, um sicher zu gehen und dann erst weiterlaufen. Aber da hat man es jetzt gerade gesehen, der hat jetzt in dem Fall nicht zu uns geschaut. Jetzt gerade
würde er zu uns schauen. Da könnte man jetzt auch eine Flasche nach ganz hinten werfen. Aber wenn ihr hier so lang robbt, ist auch alles gut. Und genau, dann ja, robben wir uns jetzt einfach mal hier schön von A nach B, also hier vor uns in das Gras rein. Dann können wir wieder in die Hocke gehen, um nicht entdeckt zu werden. Auch hier im Gras könntet ihr jetzt theoretisch nochmal einen Speierpunkt setzen, um einfach sicher zu gehen, bevor ihr jetzt nochmal den letzten Schritt unternehmt, um von hier zu verschwinden. Jetzt haben wir es schon fast geschafft. Jetzt wird es nochmal kurz an einer Stelle ein bisschen spannend. Da würde ich euch auch nochmal empfehlen, dass ihr hier sicherheitshalber noch einen Speicherpunkt setzt, bevor ihr jetzt hier weitergeht. Denn hier kann es passieren, dass Fahrzeuge fahren, so wie jetzt hier. Da hat man gesehen, da fährt einer entlang. Und natürlich könnt ihr auch von der anderen Seite kommen. Da müsst ihr natürlich, wenn ihr jetzt mit einem Headset beispielsweise spielt, auf die Geräusche achten. Ich habe es jetzt schon vorhin gehört, also jetzt in meinem Spieldurchlauf, dass dann ein Truck kam. Dann bin ich direkt hier hinter den Stein gegangen, bin in Deckung gegangen und habe den einfach vorbeiziehen lassen. Und sobald er dann weg ist, macht ihr euch auf den Weg zum Ziel. Hier würde ich euch dann noch empfehlen, dass ihr euch relativ weit rechts von euch dann haltet. Also hier schön an die Grenze fast schon gehen. Und wenn ihr dann hier angekommen seid, dass ihr wirklich fast schon wieder an die Stelle geht, wo wir vorhin gespawnt sind. Also hier bei dem Lagerfeuer. Dann könnt ihr noch mal kurz schauen, ob links und rechts alles frei auf der Straße ist. Und dann geht ihr noch zur Grenze, also hier Missionsgrenze. Dann müsst ihr minimal nach hinten gehen, Dreieck drücken und schon habt ihr dann die ganzen Trophäen auf diese Weise freigeschaltet. Ich hoffe, dass ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte. In dem Fall würde ich mich natürlich sehr über ein Like von euch freuen. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.